Sie wartet in einer der trockensten Wüsten der Erde, die größte Stadt, die je aus Lehm erbaut wurde. Fast alles aus Lehm, kaum ein Stein. Und doch lebten hier Zehntausende, Weber, Fischer, Händler, Feuer, Werkzeug, Wasser, mitten im Sand. Ihre Erbauer, die Chimu, trugen das Meer in ihre Mauern und zwangen das Wasser durch kilometerlange Kanäle. Sie beherrschten ein Element, das ihnen alles gab. Nichts schien dieser Stadt aus Schlamm etwas anhaben zu können. Nichts, bis auf ihren größten Feind. Und was sie taten, um ihn aufzuhalten, hier, an diesem Strand, zählt bis heute zu den erschütterndsten Funden der Archäologie. Wir kommen zu diesem Strand zurück, zu den Fußspuren. Aber um zu begreifen, was ein ganzes Volk dazu trieb, sein Kostbarstes herzugeben, müssen wir dort anfangen, wo alles begann. An einer der lebensfeindlichsten Küsten, an der je eine Hochkultur entstand. Ein schmaler Wüstenstreifen, eingeklemmt zwischen den Anden und dem Pazifik, wo es in manchen Jahren praktisch nie regnet. Und ausgerechnet hier, um das Jahr 900, begannen Menschen, eine Hauptstadt zu bauen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Chan Chan, das Herz des Reiches Timur. Auf ihrem Höhepunkt bedeckte sie rund 20 Quadratkilometer. Die größte Stadt des vorkolumbischen Südamerika und bis heute die größte Lehmstadt Amerikas. Und wohl auch der Welt. Und das Erstaunlichste, fast alles hier war aus Lehm. Millionen luftgetrockneter Ziegel, gestapelt zu Mauern, so hoch wie ein mehrstöckiges Haus. Kaum Stein, kein Marmor, vor allem Erde, Wasser und die Hände von Zehntausenden. Wer glaubt, eine Stadt aus Schlamm sei ärmlich, irrt sich. Chan Chan war ein Zentrum aus Reichtum und Handwerk. Weber, die feinste Stoffe schufen, und Goldschmiede, deren Kunst später sogar die Inka in ihre Hauptstadt verschleppten. Und überall an ihren Wänden erzählten sie von dem, was ihr Leben trug. Das Meer. Fische, Wellen, Seevögel, Fischernetze, kilometerweit in den Lehm geschnitten. Diese Stadt betete das Wasser nicht nur an, sie lebte von ihm. Doch wie bringt man Wasser in eine Stadt, in der es niemals regnet? Denn das war das eigentliche Wunder der Chimu, größer noch als ihre Stadt. In einer Wüste, in der es kaum regnet, brachten sie das Wasser zu sich. Aus den Flüssen, die von den Anden herabkamen, leiteten sie es in ein Netz aus Kanälen, das sich über das ganze Land spannte. Ihr kühnstes Werk war ein Kanal, der Wasser aus einem Flusstal in ein anderes leiten sollte. Über rund 80 Kilometer, präzise im Gefälle quer durch schwieriges Bergland. Von einem Volk ganz ohne Schrift. Bis heute weiß niemand genau, wie sie das schafften. Sie legten versenkte Gärten an, die das Grundwasser anzapften, gruben tiefe, begehbare Brunnen und bauten Speicher, um Wasser durch die Dürre zu bringen. Sie waren, im wahrsten Sinne, die Herren des Wassers. So überliefern es spätere Quellen. Ihr höchster Gott war nicht die Sonne, wie bei so vielen anderen, sondern der Mond, die Gottheit Sie, die, so glaubte man, über Gezeiten, Wetter und Wachstum wachte. Neben ihr verehrten sie Nie, das Meer, dem die Fischer opferten. Ein Volk, dessen Götter aus Wasser, Mond und Meer gemacht waren. Sie glaubten, sie hätten das Wasser für immer bezwungen. In Wahrheit hatten sie es nur geliehen. Ein Volk, das das Wasser so vollkommen beherrschte, musste unbesiegbar wirken. Doch genau in dieser Herrschaft lag ihre Schwäche. Denn es gab eine Kraft, die sich in keinen Kanal zwingen ließ. Alle paar Jahre erwärmt sich der Pazifik vor der Küste Perus auf ungewöhnliche Weise. Die Fische verschwinden und der Himmel, der sonst Jahr um Jahr trocken bleibt, öffnet sich. Heute nennen wir dieses Phänomen El Niño. Für eine Stadt aus Lehm war das die denkbar schlimmste Katastrophe. Regen an einem Ort, der nie für Regen gebaut wurde. Die Kanäle, ihre Lebensadern, füllten sich mit reißendem Schlamm und rissen. Die Felder ertranken. Und die Mauern selbst, Millionen Ziegel aus getrockneter Erde, begannen sich im Wasser aufzulösen. Das war die grausame Ironie im Schicksal der Chimu. Diesmal war es nicht die Dürre, die zur Katastrophe wurde, wie bei so vielen anderen Reichen, sondern ihr Gegenteil. Das Element, das ihnen alles gegeben hatte, wandte sich gegen sie. Und gegen diesen Feind half kein Kanal, kein Damm, keine Erfindung. Nur eine Macht, so glaubten sie, konnte ihn noch aufhalten: ihre Götter. 500 Jahre später, an einem Strand nahe der alten Stadt,
stießen Archäologen auf einen Fund, der sie zunächst verstummen ließ. Zuerst war da nur eine dicke Schicht getrockneten Schlamms, der stumme Beweis für schweren Regen an dieser sonst so trockenen Küste, fast sicher die Spur eines El Niño. Und in diesem Schlamm hatte sich etwas erhalten, das die Zeit sonst längst gelöscht hätte. Fußspuren. Die kleinen, barfüßigen Abdrücke von Kindern. Daneben die Sandalen von Erwachsenen und die Hufe junger Lamas. Sie zogen aus mehreren Richtungen auf einen einzigen Ort zu, in einer offenbar geordneten Prozession, hinein in das nasse, weiche Land. Am Ende dieser Spuren lag das, was heute als das größte bekannte Massenkinderopfer gilt, das die Archäologie kennt. Über 140 Kinder und mehr als 200 junge Lamas, getötet an einem einzigen Ort, in einem einzigen Ereignis um das Jahr 1450. Es ist ein Fund, der schwer zu ertragen ist. Und die Frage, die er stellt, ist ebenso schwer. Was bringt Menschen dazu, das Kostbarste herzugeben, das sie haben? Ihre eigenen Kinder. Die Antwort liegt in dem Schlamm, in dem sie gefunden wurden. Denn zunächst sah es aus wie eine einzelne, verzweifelte Tat, der Ausbruch einer Panik gegen einen einzigen monströsen Sturm. Doch je tiefer die Forscher gruben, desto klarer wurde, das hier war kein Einzelfall. An einer nahen Fundstelle fanden sie nicht ein Opfer, sondern mehrere, Schicht, über Jahrhunderte hinweg. Die Datierung ergab 6 getrennte Opferereignisse, verteilt über mehr als 450 Jahre. Immer wieder an derselben Küste, über Generationen hinweg. Das macht diese Geschichte noch verstörender. Es war nicht der eine Moment des Wahnsinns. Es war Methode. Wieder und wieder, über Generationen kehrten sie an diese Küste zurück und wiederholten dasselbe Opfer. Und mehr als einmal geschah es, nachdem das Wasser gekommen war und ihre Welt zu ertrinken drohte. Und mit jeder Grabungssaison wuchs die Zahl. Ereignis um Ereignis, Generation um Generation. Die Forscher glauben, dass wir erst am Anfang stehen. In diesem schmalen Küstenstreifen, so schätzt der Leiter der Ausgrabungen, könnten die Überreste von mehr als 1000 geopferten Kindern liegen. Und die Kinder, das zeigten die Untersuchungen, kamen nicht aus einem einzigen Dorf. Sie stammten aus dem ganzen Reich. Verschiedene Regionen, verschiedene Völker, Jungen wie Mädchen, ausgewählt und über weite Wege hierher gebracht. Für die Kimu war das keine Grausamkeit ohne Sinn. In ihrem Glauben war das Wertvollste, das ein Mensch geben konnte, das Einzige, was groß genug schien, um die Götter selbst zu besänftigen. Ein Reich, das um sein Überleben rang, gab seine Zukunft, um eine Gegenwart zu retten. Doch ihr größter Feind war nicht ihr letzter. Über die Jahrhunderte hatten die El Niño-Fluten die Chimu wieder und wieder getroffen und geschwächt. Und in diese Zeit hinein kam eine neue Macht aus dem Hochland. Ein Reich, das größer werden sollte als jedes andere in Amerika. Die Inka. Um 1470 rückte der Inka-Herrscher Tupac Inca Yupanqui gegen Chan Chan vor. Doch die Inka mussten die gewaltige Lehmstadt nicht stürmen. Sie kannten die einzige wirkliche Schwäche der Wassermeister. So erzählen es spätere Chroniken. Sie schnitten ihnen das Wasser ab, leiteten die Kanäle um, von denen die Stadt lebte. Das war das Ende der Unabhängigkeit von Chimoa. Der letzte große König wurde in die Inka-Hauptstadt Cusco gebracht. Und mit ihm die besten Handwerker des Reiches. Ihre Goldschmiede, ihre Weber, ihr Wissen. So endete das Reich, das das Wasser bezwungen hatte, besiegt von einem Feind, der ihr eigenes Wasser gegen sie richtete. Heute steht Chan Chan noch immer da, an derselben Küste. Kilometerweite Mauern aus Lehm, die von Fischen und Wellen erzählen. Langsam abgetragen von genau dem Regen, der sie einst in die Knie zwang. Und ein paar Kilometer entfernt liegt der Strand mit den Fußspuren. Sie erinnern uns an eine Wahrheit, die unbequem ist. Dass ein Volk, das klüger mit dem Wasser umging als fast jedes andere seiner Zeit, am Ende so verzweifelt war, dass es das Undenkbare tat. Nicht einmal, sondern über Jahrhunderte. Wir sehen leicht das Grauen. Doch dahinter steht etwas zutiefst Menschliches. Die Ohnmacht vor einer Natur, die man nicht besiegen kann. Und die Bereitschaft, alles zu geben, um sie zu bändigen. Baumeister, Ingenieure, Eltern,
Menschen, die einer Kraft gegenüberstanden, die größer war als sie. Chan Chan war nicht die einzige Welt, die an ihrer eigenen Stärke zerbrach und die uns heute als Rätsel zurückließ. Wir gehen diesen Spuren weiter nach. Abonniere Chronarch und sei dabei, wenn die nächste verlorene Welt ihr Geheimnis preisgibt.